Hallo, herzlich willkommen auf Marius Channel. Ja, wie ihr wisst, ich war ja längere Zeit krank und das Video hat jetzt auch schon lange gelegen und wollen wir noch hoffen, dass da nichts weiterhin passiert. Heute gibt es eine Rindersalami. Wie ihr seht, die ist richtig klasse geworden. Die ist aus reinem Rindfleisch, ist mit Hand gestopft. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt in meinem Video. So, was brauchen wir dazu? Wir brauchen 28 Gramm Pökelsalz. Das ist alles auf 1 Kilogramm Fleisch. Dazu kommen noch 5,5 Gramm Pfeffer, 8,5 Gramm Zucker, 1,5 Gramm Ingwer, frische Knoblauch 6,5 Gramm und 5 Gramm Paprika edelsüß. Dazu ein dominikanischer Rum, 0,15 ml. Das ist ein Progal-Rum, der ist auch lecker zum pur trinken. So, das ist schon unsere ganze Gewürzmischung. Dafür benutze ich noch Naturindarm 50-40 und das wird in einer 10%ige Salzlage 30 Minuten eingeweicht. Fleisch habe ich schon durch den Fleischwolf durchgelassen und wir geben erst unseren Rum drüber und dann die Gewürze. Und das Ganze wird dann bindig in der Küchenmaschine vermengt. So lange Menge, bis es gut am Hage klebt. Dann habt ihr eine gute Bindung. Das ist also auch sehr, sehr wichtig, dass die Wurst sich aufspaltet und eine gute Bindung hat. Natürlich soll es auch nicht jetzt warm werden. So sieht es mal schon aus. Ich benutze jetzt einfach das Füllrohr von meiner Wurstfüllmaschine und drücke das mit dem Finger rein. Dazu noch ein kleiner Stipper, um die Luft rauszudrücken. Wegen 1,5 Kilogramm Fleisch jetzt den Wurstfüller aufzubauen, hatte ich keine Lust dafür, da war ich zu faul. Wie gesagt, das ist ja auch ein Test mal wieder, wie die Wurst wird, ob es was wird. ,1 Kilogramm, das ist ganz schnell abgefüllt. Wie ihr seht, da sind ja ein paar Lufteinschlüsse drin. Das stippen wir noch raus, ganz schnell. Auch wenn keine drin sind, ein bisschen den Wurstdarm stippe. Und dann wird das wunderbar. Richtig stramm zusammendrehen, dass das richtig stramm gefüllt ist. 3 Würste hat das gegeben. Und die habe ich diesmal im Eimer mit Wasser und da reingehangen und habe die dann nicht über 18 Grad über 4 Wochen lang gereift. Natürlich kann das bis zu 50 Tage betragen. Und wie ihr seht, so sehen sie jetzt schon mal aus. Natürlich könnt ihr die dann auch räuchern. Das verlängert natürlich auch die Haltbarkeit. Diese sind ja dann jetzt luftgetrocknet. Und da schneide ich mal schon mal ein bisschen was an. Ja, ein bisschen Luftlöcher habe ich drin. Das ist ganz normal. Wenn du kein professioneller Wurstfüller hast, bekommst du das auch nicht so 100% hin. Da kannst du stopfen und mache, was du willst. Kriegst du einmal nicht 100% hin. Wie gesagt, ich habe es ja auch mit der Hand jetzt gemacht. Wäre es vielleicht mit dem Wurstfüller doch besser gewesen. Ja, so sieht es aus. Da schneide ich mal noch die kleine an. Die ist eigentlich noch besser geworden. Also umso kleiner das Kaliber, umso einfacher ist es auch, eine Salami zu reifen. Also ich empfehle euch, wenn ihr damit anfängt, nimmt ein ganz kleines Kaliber, so ein Bratwurstkaliber, um das dann mal auszuprobieren. Ja, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.